Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Die Reisen des Jason. Ja, schauen wir mal, was wir bei dieser letzten Episode zu leisten haben. Iolkos ist im Begriff, der entscheidende Machtfaktor Griechenlands zu werden. Mit einer eigenen Kolonie haben sie den Grundstein für ein Königreich gelegt. Nun müssen sie ihren Einfluss in Griechenland ausweiten, Freundschaft mit allen schließen, die sie respektieren, und ihre Gegner unterwerfen. Wenn ihre Reise zu Ende geht, wird Iolkos in hellem Glanz erstrahlen und seine Macht nie vergehen. Es ist an der Zeit, Zeus zu danken, dass er den Fluch von ihrem Haus genommen und einen großen Herrscher aus ihnen gemacht hat. Wenn sie ihm zu Ehren ein Heiligtum bauen, wird ihn das freuen und er ihnen wohlgesonnen sein. Der Titel der 5. Episode des Abenteuers Die Reisen des Jason sind Programm. Iolkos blüht. Wir müssen Iolkos großartig ausbauen und die Ziele sind 4 Handelspartner haben, ein Heiligtum des Zeus errichten, eine Bevölkerung von 4000 Einwohner aufweisen, die Schatzkasse muss mindestens 10.000 Drachmen beinhalten und 72 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Residenz oder besser wohnen. Ja, da haben wir jetzt noch einiges vor, um unsere Stadt Iolkos groß auszubauen, und wir kehren zurück. Ja, ein Koloniedenkmal ist jetzt verfügbar und wir gehen auch direkt in den Pausenmodus und schauen uns die Weltkarte einmal kurz an. Wir spielen diese Episode jetzt mit unserer Kolonie Korkyra. Und Korkyra gibt uns 8 Amphoren Wein jährlich. Ja, und wie wir beim Ende der Episode Korkyra erfahren haben, hat uns Dionysos Eretria geschenkt, die jetzt Vasall ist und uns auch 8 Amphoren Wein im Jahr als Tribut zahlen. Wenn ihr mit der Kolonie Korinth die 5. Episode bestreiten wollt, wird diese Kolonie euch Waffen jährlich als Tribut zahlen. Allerdings habt ihr Lemnos als Rivalen und Eretria als Verbündeten. So viel dazu. Ja, und die anderen Handelspartner sind alle gleich geblieben. Wir gehen nochmal ganz kurz die Bauoptionen durch, ob sich da was geändert hat. Bei Landwirtschaft hat sich nichts geändert, weiterhin Weizen- und Karottenfarmen, Wollsammelstellen und Käsereien. Wir können ein Landarbeiterlager bauen, um Oliven zu ernten durch das Heiligtum der Athene. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen. Hier ist alles so geblieben. Wir haben natürlich jetzt weitere Handelspartner, nämlich unsere Kolonie. Hier ist alles gleich geblieben. Ja, und bei Verwaltung können wir jetzt tatsächlich endlich mal das Steuerbüro bauen und endlich Steuern erheben. Ja, Kultur ist alles gleich. Bei Mythologie können wir jetzt die Hochburg des Zeus, den Garten der Demeter, das Orakel des Apollos und auch den Hain des Dionysos bauen. Gut, wir müssen aber als Ziel ja die Hochburg des Zeus errichten. Beim Militär ist auch alles gleich geblieben. Ja. Und bei Ästhetik haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, Prachtstraßen und Alleen zu bauen, und wir haben auch alle Möglichkeiten, Erholungsgebiete zu bauen. Endlich. Gut, ja, und ich habe mitbekommen, warum Athene uns nie geholfen hat. Immer kam ja die Meldung, dass so wenig Platz im Warenlager ist. Das liegt daran, dass ich bei Oliven hier 12 Einheiten eingestellt habe und Athene gibt uns wohl immer mehr Oliven. Das stelle ich jetzt mal hier auf 32. So, und dann können wir auch den Pausenmodus jetzt mal entsprechend aufheben. Und wenn wir jetzt hier bei der Laube der Athene anbeten, ich werde meinen heiligen Olivenbaum anweisen, Früchte zu tragen.
wird sie uns mit Oliven und Olivenöl segnen. Da sehen wir sie. Im Gefolge hat sie Landarbeiter. Und sie geht jetzt zu dem Warenlager und füllt dieses mit Olivenöl und Oliven. Erstmal segnet sie noch ihren Hain. Ja, und dann ist jetzt das Warenlager voll mit Oliven und Olivenöl. Daran müsst ihr immer achten, weil sonst kann die Gottheit nichts dafür, wenn kein Platz im Warenlager ist. Gut, was machen wir als erstes? Ich möchte hier auf dieser Seite ebenfalls gehobene Wohnungen etablieren, genauso wie wir das hier gemacht haben. Dafür bauen wir jetzt erstmal hier unsere Säulenreihe. Unsere Parkanlagen. So, und dann müssen wir das jetzt genauso bauen wie auf der anderen Seite. Theater. Gymnasium. Ja, und Corkia schenkt uns Weizen, 32 Garben, da haben wir keinen Platz für. Später, erstmal das hier eben kurz bauen. Dann gehen wir mal in den Pausenmodus. So. Ja, und hier haben wir jetzt das Problem, dass natürlich hier das Kartenende ist. Dann müssen wir das tatsächlich jetzt so bauen, macht aber nichts. Ja, und wir können jetzt hier endlich auch unsere Alleen bauen. So, und dann kommt hier noch das Podium hin. Und natürlich der Architekt. So, und jetzt, was haben wir an Denkmälern? Oh, wir haben doch einige Denkmäler. Dann können wir hier eins bauen. So, und dann bauen wir auch hier noch eins hin. So, weil hier kommt nämlich noch Parkanlagen hin. Und dann müsste jetzt eigentlich die gehobene Wohnung hier hinpassen. Jawohl. Dafür müssen wir natürlich den Pausenmodus wieder mal deaktivieren, sonst wirkt die Attraktivität hier nicht. So, jetzt geht es. Und hier geht es auch. Jawohl. Schauen wir mal, wie viel gehobene Wohnungen wir hier unterkriegen. Ja, nochmal schenkt uns Corkia Weizen. Das sollte ich aber jetzt mal einstellen in den Silos. Und Corkia schenkt uns Wein. 32 Amphoren Wein. Wahnsinn. So, diese Silos können auch jetzt Weizen annehmen. Und wir haben hier eine Rückentwicklung. Das liegt daran, dass wir hier kein Olivenöl mehr hatten. Jetzt haben wir hier welches. Das sollte eigentlich gleich sich wieder hier entsprechend entwickeln. Genau, da geht es schon wieder weiter. Eben hier das Lohnniveau auf Hoch stellen. So, wir konnten auf dieser Seite jetzt hier noch 5 gehobene Wohnungen etablieren. Das ist sehr gut. Da werden wir hier noch ein paar Parkanlagen bauen. So. Ja, jetzt können wir den Weizen annehmen. Vielen Dank. Ja, und Skulpturen schenkt uns Corkia. Auch später. Ja, 16 Skulpturen. Da brauche ich 2 Warenlager für. Die baue ich mal. Hier hin. So, hier geht nur für Skulpturen. Das ist ja Wahnsinn, was uns unsere Kolonie alles schenkt.
So, wir brauchen aber noch eine Agora für unser zweites Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. So, dann brauchen wir die große Agora, die passt nämlich hier genau hin. So, damit wir die Sperre jetzt hier hinsetzen. Ja, und die bestücken wir natürlich jetzt mit den ganzen Händlern. Ja, und jetzt können wir die Skulpturen annehmen. Vielen Dank. Ja, und hier können wir natürlich jetzt auch noch unsere Allee bauen. Und wir kriegen unser Tribut, 8 Amphoren Wein und natürlich von Eretria auch. Ja, mit Wein können wir jetzt eigentlich auch bald Handel betreiben. Wir bauen das mal so. Und dann können wir hier auch noch mal 2 gehobene Wohnungen errichten. So, das ist aber jetzt alles, was wir jetzt hier an gehobenen Wohnungen ausbauen können. So, und ich werde jetzt diese Form des Weges hier auch so bauen. Das finde ich da schöner. Gut, ja, die können sich erstmal entwickeln. Was wir jetzt nicht haben, sind Rüstungen. Die können wir jetzt einkaufen oder wir fordern sie von Naxos. Oh nein, Naxos gibt uns nichts. Da ist unser Ansehen zu niedrig. Okay, ein Geschenk, Wolle. Oh, viel Wolle haben wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir erstmal ein bisschen warten mit der Forderung. Gut, wir sollten jetzt mal Wein verkaufen. Dafür baue ich nochmal ein neues Warenlager hier auf. Das nimmt jetzt den Wein an. So, und dieses Warenlager wird den Wein jetzt leeren. Und hier auch. So, wer kauft denn Das Wein? Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. Ja, Dionysos, für dich brauchen wir kein Heiligtum zu bauen. Wir kriegen so viel Wein, da brauchen wir keinen zu produzieren. Wer kauft denn jetzt überhaupt Wein? Ja, das ist Libyen. Gut. Bauen wir das Pier von Libyen. Ich glaube, das passt hier noch alles hin. Ja, und auch noch das Pier von unserer Kolonie. Das müsste eigentlich noch hinpassen. Wunderbar. So, dann brauchen wir den Weg. So, dann reißen wir hier den Architekten ab und bauen ihn dafür hier auf. Na, wo baut er sich auf? Ja, muss ich hier noch ein bisschen was wegnehmen. So, jetzt aber. Jawohl. Ja komm, dann bauen wir doch hier noch eine Sägemühle hin. So, und dann verkaufen wir Wein. Oh, wir kaufen aber nicht sehr viel Wein hier. Na gut. Ja, wir können von unserer Kolonie Weizen, Skulptur und Wein kaufen und wir können Wolle weiter exportieren. Okay. Ja, und Eretria verkauft mehr Wein. Das interessiert uns nicht mehr. Wein brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr einzukaufen. Ja, wir werden mal ganz kurz hier nochmal 2 Wollsammelstellen bauen. Wir brauchen doch jetzt jede Menge Wolle. Ja,
das weiß ich. So, dann haben wir auch genügend Schafe. Wir könnten Naxos Wein schenken. Hier, und zwar ein großes Geschenk Wein. Dann können wir unser Ansehen ein bisschen erhöhen, denn wir bauen jetzt hier auch noch die Alleen im Wohngebiet auf. Dann können wir nachher noch mehr Wollsammelstellen bauen. Ja, gern geschehen, brauchten es zwar nicht wirklich, aber egal. So, Allee kommt hier hin. Dann entwickeln die sich auch weiter, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, und hier dann bitte auch. Sehr schön, das sieht doch gut aus. So, ja, was machen wir jetzt? Steuerbüros bauen, denn wir können jetzt endlich mal unsere Steuern auch erheben. So, hier kann eins hin. Hier. Und natürlich auch hier. Na, das kann auch hier hin, ne? Ja. Ja, Lemnos braucht Holz in 2 Monaten. Könnte uns da eventuell Hermes helfen? Nein, Hermes hilft uns nicht. Wie schade. Okay, dann müssen wir das Holz hamstern. So, auch hier den Verkauf stoppen. Mal schauen, ob wir das in 2 Monaten hinbekommen. Da bin ich ein bisschen in Zweifel. Ja, und jetzt müssen wir auch allmählich mal Marmor einkaufen. Wir brauchen für die Hochburg des Zeus 48 Marmorplatten. Das sind 2 Warenlager voll. Aber wir könnten bei Lemnos zum Beispiel mal Marmor fordern. Ja, und Naxos. Können wir da jetzt was fordern? Ja. Wir könnten aber auch Rüstung fordern. Na, hier möchte ich Rüstung fordern. Die brauchen wir noch für unsere gehobenen Wohnungen. Unsere Kolonie Corpia ist in Geldnot. 500 Drachmen. Hört, können wir schicken. Geld haben wir. Ich hoffe, wir haben das Holz jetzt auch gleich. Genau, das wird ein bisschen knapp werden. Ja, leider haben wir es nicht geschafft, die 12 Holzbretter nach Lemnos zu schicken in dem gebotenen Zeitraum. Das ist natürlich schade und Lemnos gewährt uns aber 6 Platten Marmor. Dankeschön. Ja, jetzt können wir die Forderung erfüllen. Ach, das war sehr knapp. Wie schade. Na ja, gut. Dann können wir das Holz auch wieder... Na, nicht Karotten. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. So, Holz kann wieder genutzt werden und kann auch wieder verkauft werden. Dann kaufen wir jetzt auch etwas Marmor wieder ein. Und auch hier Marmor bei Naxos. Ja, wir werden jetzt mal das zweite Wohngebiet auch hier entwickeln lassen. Vorher werde ich aber auch noch mal hier Alleen bauen. So. Ja, im zweiten Wohngebiet, bevor wir hier weitere Entwicklungen vorantreiben, müssen wir noch mal 5 Drachmen unserer Kolonie zur Verfügung stellen. Das machen wir. Ja, Lemnos schätzt uns weniger. Das ist schade, aber ich denke mir mal, wir werden nachher mal ein Geschenk verschicken. So, und Naxos gewährt uns die 6 Rüstungen, nehmen wir an. Wunderbar. So, jetzt kann ich aber meinen Ölhändler endlich mal im zweiten Wohngebiet etablieren. Sehr gut. Und hier auch noch mal ein paar Verschönerungen durchführen.
So, und auch hier die Alleen bauen. So, das muss einmal so sein und so. Und wenn ihr das macht, Pausenmodus, weil diese Gebäude haben jetzt keinen Zugang mehr. Und wenn ihr das einfach weiter laufen lässt und hier so in Ruhe eure Alleen bauen wollt, kann es sein, dass diese Häuser verschwinden. Das ist mir schon mal passiert, das ist ziemlich ärgerlich. So, dann könnt ihr den Pausenmodus wieder deaktivieren und alles ist gut. Ja, wir brauchen noch ein Warenlager für Marmor. Wir brauchen ja 2 Warenlager. Da passt hier, glaube ich, noch eins hin. Oder wir bauen die alle hier hin. So. Dann kann ja auch noch Marmor angenommen werden. Das ist auf Holen gestellt. Ja, wir müssen das ja auch auf Holen stellen. Das stimmt. So. Ja, und jetzt kommt die große Frage, wo bauen wir denn die Hochburg des Zeus hin? Wir haben unsere Karte ziemlich verbaut. Und ich glaube, der einzige Platz ist noch hier in diesem Bereich. Aber dafür müssen wir, glaube ich, dieses Silo hier abreißen. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Leeren. Und dann brauchen wir noch mal ein zweites Silo. Wo könnte das denn hin? Das ist gar nicht so einfach. Wir schauen mal eben. Die Hochburg des Zeus, ja. Ja. Unsere Kolonie schätzt uns mehr, hat ja auch Geld bekommen. So. Wir können es so bauen, glaube ich. Ich hätte es natürlich gerne so gebaut, aber das passt nicht. Da oben ist Kartenende. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, um das Baufeld hier frei zu bekommen, würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde hier Warenlager noch bauen. So, dieses Warenlager kann jetzt die Wolle fordern. Und dieses hier kann das Olivenöl fordern. Dann können wir diese Warenlager hier nachher abreißen und das Silo reißen wir auch Hält mal ab. jemand die Welt an? Wenn sich alles dreht, wird mir doch übel. So, wir können das Lohnniveau mal wieder auf normal stellen. Ja, das ändert sich, wenn ich hier sehe, was da alles an neue Bürger in unsere Stadt ziehen. Ja, ich glaube, ich baue das etwas anders. Und zwar baue ich hier das Warenlager für Wein auf. So. Nein, nicht holen. Annehmen. So, dann kann das hier entsprechend weg. Weil dann würde ich hier das Silo hinbauen. Das passt aber, glaube ich, nicht hier rein. Ne? Nein. Dann machen wir das anders. Das ist jetzt hier ein großes Hin und Her. Wir werden jetzt hier den Marmor holen. Und werden das Silo dann hier hinbauen. So, das Warenlager kann schon weg. Ja, und wir kriegen unsere Tribute. Wunderbar, jede Menge Wein wieder. So, das kann schon mal hier weg. Und das kann jetzt auch geleert werden. Dann könnte man hier noch Marmor annehmen. Ja, ihr seht, ich bin ja etwas unentschlossen. Das macht aber nichts. So, dann kann das hier weg. Ja, ich sehe, wir haben jede Menge Marmor in unseren Warenlagern. Wir können jetzt die Hochburg des Zeus schon errichten. So, wo baut sie sich denn auf?
Ihr seht, hier baut sich nichts auf. Das ist sehr doof. Wir müssen tatsächlich hier weiter runter. Ja, das Silo stört. Das muss jetzt abgerissen werden. Es tut mir furchtbar leid. So, die Straße muss hier weg. Und vor allem müssen meine Immigranten da mal weg. So, jetzt probieren wir es nochmal. Na. Na. Ja, solange die hier durch mein Baufeld gehen, kann ich natürlich nichts machen. Also so könnte es passen. Aber wie gesagt, im Moment habe ich hier einen großen Zustrom von neuen Bürgern in meine Stadt. Ja, der Zustrom hört jetzt allmählich auf. Naja, hätte ich gerne. Na, kann ich es bauen? Na, nein. Ja, das hätte fast geklappt. Oh nein, das ist wirklich nervig hier. Aber es passt, so können wir es bauen. Symphonos braucht nochmal Holz. Und Reusen fordert Drachmen. Oh, das ist unser Rivale. Kriegt er nicht. Wenn der uns angreift, werden wir ihn Gebühren empfangen. So, Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Oh, das ist nett. Hermes hat das Holz zur Verfügung gestellt. Wunderbar. Ich warte weiterhin, dass ich mein Baufeld hier aufbauen kann. Oh, das sieht aber jetzt mal gut aus hier. Geht das jetzt hier? Na komm jetzt. Ja, so passt es. So würde es auch noch passen. Ja. Dann bauen wir es jetzt so. Ah, wunderbar. So, dann brauchen wir die Kunsthandwerkergilden. Die können hier hin. Ja, und dann kann auch schon kräftig jetzt hier an unserem Heiligtum gebaut werden. Wir werden jetzt natürlich hier noch die Verbindung herstellen. Ja, das ist mir doch vollkommen egal, ob du mich weniger schätzt. Sobald hier alle gehobenen Wohnungen sich maximal entwickelt haben, werde ich dich sowieso angreifen. So, mit Blumengärten haben wir jetzt hier die Front unseres Heiligtums verschönert. Ja, Skulpturen haben wir, Holz haben wir auch und auch Marmor. Das passt doch jetzt ganz gut. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Was könnten wir jetzt noch machen? Ja, ihr seht, uns fehlen tatsächlich jetzt hier Rüstungen. Oh, und wir haben jede Menge Olivenöl. Wir könnten noch etwas Olivenöl mal wieder verkaufen. Und dafür kaufen wir nämlich jetzt hier bei Naxos auch noch mal ein paar Rüstungen ein. Das sollte eigentlich passen. Bauen wir noch mal ein paar Wollsammelstellen. So, wir bauen auch noch mal eine Sägemühle. Ja, jetzt benötige ich Mitarbeiter, das ist ja interessant. Ja, und Stymphalos schätzt uns mehr, da wir das Holz geschickt haben, beziehungsweise Hermes. So, eine Sägemühle noch. Dann bauen wir die hier hin und dann können wir die Sperre hierhin versetzen. Ja, und bei Eretria könnten wir Holz und Käse auch verkaufen. Wir könnten etwas Käse, glaube ich, verkaufen. Da produzieren wir eigentlich relativ viel. Dann machen wir mal so 8 Einheiten. Oh, was ist hier wieder los? Eine Rückentwicklung. Wolle. Ah, keine Wolle mehr. Das ist doof. Okay, dann müssen wir jetzt den Verkauf an Wolle jetzt mal stoppen. Bis sich hier unsere Wohngebiete wieder erholt haben, beziehungsweise mit Wolle wieder versorgt werden. Wir verkaufen ja jetzt auch noch Olivenöl. Ja, und Lemnos braucht Olivenöl. 32 Krüge können wir losschicken. Ja, und Korkria liebt uns. Wunderbar. Also das Lohnniveau muss nach oben. Was war der Fehler gewesen? Ich habe hier vergessen, das Lagerhaus
auf Holen zu stellen. Das werden wir jetzt mal ein bisschen erhöhen hier auf 12. Das ist natürlich ausgesprochen doof, aber das passiert schon mal, wenn man da nicht entsprechend aufpasst. Ja, und wir kriegen nochmal 16 Skulpturen von Concria geschenkt. Oh, später. Okay, dieses Warenlager kann ja schon mal Skulpturen annehmen. Und dann brauche ich noch ein zweites. Ja, und ihr seht, so allmählich ist Wolle wieder bei den Wohngebieten angekommen. Das war natürlich ausgesprochen ärgerlich gewesen, aber das kann schon mal passieren. Und wir kriegen nochmal 12 Weizengaben von Concria geschenkt. Ja, also mit dieser Kolonie können wir wirklich hier richtig gut unsere Stadt aufbauen. So, das andere Wohngebiet hat jetzt Gott sei Dank auch Wolle bekommen. Und hier ist auch Gott sei Dank jetzt Wolle im Warenlager. Ja, dann machen wir jetzt folgendes. Dieses Warenlager kann jetzt auch entsprechend Marmor leeren und wird Skulpturen annehmen. Wow, da haben wir 32 Skulpturen. Die brauchen wir schon gar nicht mehr einzukaufen. Das ist natürlich super. Ja, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Und Naxos braucht Wolle, 30 Stränge Wolle. Können wir losschicken, verkaufen wir im Moment ja nicht. So, oh, wir haben nur 15 Skulpturen bekommen, das ist schade, aber da war der Marmor noch nicht aus dem Warenlager raus. So, wir kriegen wieder unsere Tribute, Wein, Wein und nochmals Wein. Ja, das dauert leider etwas, bis hier die neuen gehobenen Wohnungen alle mit Waffen versorgt sind. Die zwei Häuser brauchen noch Waffen. Aber wir können einen Fischteich hier hinbauen, damit das nicht ganz so leer aussieht. Ja, und mit den Steuern sieht auch unsere Stadtkasse richtig gut aus. Wir kaufen ja jetzt hier Rüstungen auch noch ein. Das ist nicht schlecht. So, wie sieht es eigentlich mit unseren Zielen aus, die wir haben? Ja, also wir haben 4 Handelspartner, das ist schon mal gut. Und wir haben auch die geforderte Personenzahl in der Kategorie Residenz oder besser. Ja, unsere Stadtkasse hat schon bald die 10.000 erreicht. Ja, und unsere Bevölkerung, ja, wächst ja jetzt im Moment wieder. Ich denke mir, weil wir die Ziele bald schon alle erreicht haben. Ja, und Naxos schätzt uns mehr. Sehr schön. Da könnten wir doch dann nochmal Rüstungen fordern, oder? Ja, die sind angetarnt. Dann nochmal Rüstung. Danke. Ja, und ich sehe gerade, unser Holzlager ist voll. Eretria kauft ja auch noch Holz. Da können wir doch auch noch ein bisschen Holz verkaufen. So. So, wir bauen jetzt hier noch das eine Silo auf, was den Fisch aufnehmen kann. Das würde ich jetzt hier hinbauen wollen. So. Und das nimmt jetzt den Fisch an. Und die anderen Silos fordern den Fisch. Gut. Hier warten nämlich unsere Karrenschieber darauf, endlich ihre Ware loszuwerden. Ja, hier habe ich einen Fehler gemacht mit den Warenlagern. Dieses Warenlager soll Wolle annehmen bzw. fordern, damit der Weg nicht so weit ist, den unsere Karrenschieber hier fahren müssen, um dieses Lagerhaus zu bedienen. So, das kann geleert werden. Und hier werden wir entsprechend Olivenöl annehmen bzw. fordern. Ich glaube, dass das besser ist für die Versorgung von Wolle. Ja, und Naxos gewährt uns die Rüstung, nochmal 6 Stück. Gut, die brauchen wir auch. Immer noch fehlen hier Rüstungen. Wie sieht es denn aus? Die haben 4, die haben 4 und die haben jetzt 3. Okay. Ja, dann würde ich, glaube ich, hier nochmal Olivenpressen bauen.
und würden Athene nochmal fragen, ob sie uns noch mal ein bisschen Olivenöl und Oliven geben kann. Ich werde meinen heiligen Olivenbaum anweisen, Früchte zu tragen. Ja, vielen Dank. Jetzt funktioniert das. Das finde ich gut. So, dann machen wir Folgendes. Kommen hier noch ein Gartenhaus hin und noch Parkanlagen. Dann ist das hier auch entsprechend voll. Oh, sehr schön. Jetzt haben die letzten 2 gehobenen Wohnungen auch endlich ihre Rüstung bekommen. Wir können hier bei Naxos den Einkauf der Rüstung jetzt mal stoppen. Ja, und das Warenlager mit Wolle füllt sich jetzt auch wieder. Dann könnten wir hier bei Stymphalos auch wieder Wolle verkaufen. Ja, und hier an unserem Heiligtum für Zeus wird kräftig gearbeitet. Das gefällt mir. Marmor an Marmor, und wir haben hier auch alle Baumaterialien schön nah beisammen. Das ist sehr gut. Ja, und der Arbeitsmarkt erholt sich auch jetzt, Gott sei Dank. Ja, wir verschönern die Wohngebiete der gehobenen Wohnungen. Hier können wir Heckenlabyrinthe noch bauen. Und dann machen wir den Rest hier mit Parkanlagen. Sehr schön. So. Ja, das gefällt mir alles sehr gut. So, hier brauche ich noch ein Fischteilchen. Ja, wunderbar. Ja, und hier das Heiligtum des Hermes kann auch noch mal ein bisschen verschönert werden. Dann bauen wir hier diesen Weg drumherum. Aber natürlich nicht die Sperren vergessen hier. So, und dann können wir auch, glaube ich, Blumengärten bauen. Ja. Ja, das gefällt mir auch gut. Dann noch Säulen. So, und da bauen wir noch Bänke auf. So. Ach, das macht mir ja am meisten Spaß, sowas hier. Ja, das sieht doch auch schick aus. Das können wir so bauen hier. Und hier auch. Na, wenn das kein schicker Anblick ist hier. Ja, alle gehobenen Wohnungen haben sich, glaube ich, maximal entwickelt. Wir gehen mal eben beim Militär und gucken mal. Ah, noch nicht ganz. Da fehlen noch ein paar Pferde. Ach, ich weiß. Dieses Haus hat sich ja nicht weiterentwickelt. Haben wir denn noch ein Denkmal? Ja, haben wir. Dann bauen wir doch jetzt hier ein Denkmal hin noch. So. Dann sollte das doch jetzt eigentlich passen, oder? Jawohl. Jetzt gucken wir nochmal. Und jetzt können wir sehen, dass wir nur Reiterkompanien haben. Gut, warum gucke ich da jetzt so drauf? Wir haben einen Rivalen und das ist Treusen, der mich ja immer schon so ein bisschen genervt hat, und den werden wir jetzt angreifen. Aber dafür nochmal zurück werde ich hier unsere Tririnen bemannen, weil ich glaube, die brauchen wir. Ja, ich weiß. So, Treusen.
Alle anwerben. Ah ne, wir brauchen sie nicht. Okay. Wir schicken mal alle los und haben jetzt hier unsere Kolonie Kogria noch als Unterstützung und schicken die jetzt los. Jawohl. Ja, und die Besatzung der Trieben habe ich jetzt schon wieder nach Hause geschickt. Gut, dann will ich mal hoffen, dass wir hier Treusen als einzigen Rivalen jetzt besiegen können. Ja, der Arbeitsmarkt hat sich wieder erholt. Wir können das Lohnniveau wieder auf normal stellen. Ja, ich denke, wir können hier in den beiden Wohngebieten nochmal jeweils ein Gymnasium bauen. Das passt hier, glaube ich, noch hin. Machen wir das auch noch mal schick. So, hier fehlen ja auch noch Parkanlagen, sehe ich gerade. Und schon wieder ist unsere Kolonie in Geldnot. 1880 Drachmen. Okay, können wir schicken. Ich glaube, Geld haben wir relativ viel in unserer Stadtkasse. Und wir kriegen wieder unsere Tribute. So, das ist auch sehr gut. So, die Straße brauchen wir, glaube ich, nicht bis hier. Aber wir müssen die Sperren versetzen, sehe ich gerade. Das habe ich nicht gemacht. Hoffentlich gehen hier nicht gleich unsere Warenlager in Flammen auf. Ja, jetzt produzieren wir endlich jede Menge Wolle. Dann können wir hier, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Wolle verkaufen. Wir könnten noch mal Marmor fordern. Ja, haben wir gern gemacht. Hier, Lemnos kann uns auch bestimmt noch mal Marmor schicken. Oh wow, der Bau unseres Heiligtums für Zeus ist aber wirklich schon ziemlich gut hier vorangekommen. So, verschönern wir doch hier noch das Heiligtum des Zeus, auch nochmal mit Säulen. Kriegen wir die denn hier so rum? Boah. Kriegen wir noch? Wunderbar. Na, das müssen wir aber auflassen. Da führe ich nämlich jetzt mal unsere Straße vom Immigrationspunkt mal hier entlang, nämlich so. Aber Sperre nicht vergessen. Ja, die Invasion von Treusen wurde niedergeschlagen. Das ist schade. Das heißt, wir müssen wieder Rüstungen einkaufen. Nervig. Wir fordern von Naxos nochmal Rüstungen. Ja, Treusen wird feindselig, das war zu erwarten und wird wahrscheinlich uns auch angreifen. Aber das hätten sie wahrscheinlich auch gemacht, wenn wir sie nicht angegriffen hätten. Aber egal, das kriegen wir alles hin. Wir haben Athene hier, die unsere Stadt beschützt und auch Zeus. Wobei ich gerade sehe, dass wir, wenn wir das Heiligtum des Zeus fertiggestellt haben, diese Episode abgeschlossen haben. Naja, ob wir da noch zu einem Kampf kommen, das glaube ich nicht so. Ja, und das Tempelgebäude unseres Heiligtums für Zeus ist schon fertiggestellt. Ich glaube, jetzt kommen die Skulpturen, jawohl. Ja, Treusen fordert Drachmen von uns und die verweigere ich. Ja, die besiegten Krieger kehren zurück, das ist sehr schade. Wie sieht es denn überhaupt aus? Naja, da brauchen wir noch einiges an Pferde. Aber vielleicht greifen wir Treusen ja gleich nochmal an. So, wie sieht die Nahrungsmittelversorgung aus? Genug für alle, aber das ist ja gut. Na, wollen wir Käse wirklich weiter verkaufen? Naja, wir lassen das jetzt mal so. Ja, wie ich es befürchtet habe, Treusen beginnt eine Invasion in 2 Monaten.
Und Treusen schätzt uns auch weniger. Und Naxos gewährt uns die Rüstungen. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich werde Folgendes machen. Wir werden jetzt Treusen nochmal angreifen mit allem, was wir haben. Wir werden aber jetzt Eretria mitnehmen, losschicken und dann werde ich mich einfach freikaufen. Weil ich glaube, dass wir jetzt Treusen entsprechend besiegen können. So, ich werde jetzt mal keinen Käse mehr verkaufen. Den behalten wir mal in der Stadt und Treusen beginnt die Invasion in einem Monat, ja auch von mir aus. So, wir brauchen noch 20 Marmorplatten. Wie viel haben wir denn? 21. Super, wir können den Einkauf von Marmor stoppen. Ja, und Treusen beginnt die Invasion. Wir können uns freikaufen mit 2375 Drachmen. Das machen wir. Ein Zufriedenheitsdenkmal ist verfügbar. Super. Invasoren bestochen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Treusen noch erobern können. So, wo Arbeitsmarkt? Oh ja, da ist relativ viel, was wir noch hier an Mitarbeiter haben. Treusen wird feindselig. Das ist ja mir vollkommen egal. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir brauchen ja gleich noch unsere Mitarbeiter für das Heiligtum. Ja, und wir haben eine tolle Nachricht bekommen. Wir haben die Olympischen Spiele gewonnen. Das ist super. In 4 Jahren werden dann die Olympischen Spiele in unserer Stadt stattfinden. Das werden wir aber hier in dieser Episode jetzt nicht mehr erleben, weil wir nämlich mit der Fertigstellung des Heiligtums diese Episode abschließen. Ja, und ich stelle fest, wir haben noch Skulpturen übrig. Die können wir verkaufen, nämlich hier bei Libyen. Und verkaufen wir die restlichen Skulpturen. Sehr gut. Und wir haben Treusen erobert. Wunderbar. So, das war unser einziger Rivale. Jetzt nicht mehr. Wir kaufen ein paar Rüstungen ein, um unsere Soldaten wieder neu aufzubauen. Ja, und bevor jetzt das Heiligtum fertiggestellt wird, schauen wir unsere Stadt Iolkos nochmal an. Hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung, in der Mitte das Areal der Heldenhalle, welches wir für Theseus gebaut haben. Haben hier unsere beiden Heiligtümer für Athene und für Hermes sowie den Stadtpalast und das Stadion. Und hier unsere beiden Wohngebiete der Arbeiter. Hier ist unser großes Handelszentrum, wo wir Holz produzieren und wo unsere ganzen Piere sind und unsere Fischereihäfen. Hier auf diesem Plateau haben wir unsere Schafherden mit den Wollsammelstellen. Ja, und hier der andere Bereich, wo wir fruchtbares Gebiet haben, haben wir unsere Käsereien und Weizenfarmen. Und wir kriegen nochmal Skulpturen von Kogria geschenkt, nochmal 16 Stück. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Ja, die 2 großen Statuen des Zeus sind errichtet worden und die letzten 4 Marmorplatten für den Altar werden zum Heiligtum gebracht. Und wir beenden damit diese Episode. Iolkos ist nun ein wahrhaft mächtiges Reich. Fast alle Städte Griechenlands betrachten sie als Freund oder Herrscher. Zeus blickt voll Stolz auf die Stadt Iolkos und ihr tüchtiges Oberhaupt. Ja, das war eine Episode, die mir sehr gut gefallen hat und wo wir nochmal unsere Stadt richtig schön ausbauen konnten. Schauen wir mal, was man uns zum Schluss noch zu sagen hat. Sie haben Iolkos nach bescheidenen Anfängen zum mächtigsten Königreich in ganz Griechenland gemacht und den Zorn von Göttern und Sterblichen gleichermaßen riskiert, um ihr Ziel zu erreichen.
Dabei haben sie einen Helden aus der Unterwelt befreit, den furchtbaren kaledonischen Eber erschlagen und das goldene Vlies, einen der größten Schätze Griechenlands, an seinen angestammten Platz zurückgebracht. Zeus, der ihre Familie einst verflucht hatte, segnet sie heute und preist ihren Namen überall auf dem Olymp. Ein Abenteuer, was mir gut gefallen hat mit unserem Helden Jason. Das nächste Abenteuer geht um einen anderen Helden, nämlich um Herkules. Da freue ich mich auch sehr drauf und freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir das neue Abenteuer starten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.